Wenn man etwas erlebt hat, was die Energie blockiert, dann hängt es meistens auch mit unterdrückten Gefühlen zusammen. Nur der Mensch hat die Fähigkeit, durch die Fähigkeit, komplex zu denken, schwere Energie zu erzeugen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Heute geht es um ein Thema, von dem viele schon mal gehört haben, gerade wenn sie im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind. Aber nur die wenigsten wissen wirklich, was dahinter steckt. Es gibt auch ganz viele Irrglauben zu dem Thema, sicherlich auch die ein oder andere Ablehnung zu dem Thema, die gar nicht unbedingt begründet ist. Umso spannender ist es doch einfach mal darüber zu sprechen mit jemand, der tagtäglich damit arbeitet. Die Rede ist von Energiearbeit. Ganz ehrlich, kurze Geschichte von mir. Ich hatte früher eine sehr große Ablehnung diesem Thema gegenüber. Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Es war für mich nicht greifbar. Im Rahmen meiner Coach-Ausbildung habe ich mich dann diesem Thema trotzdem gestellt, mich damit beschäftigt und zum ersten Mal erfahren, wie wirkungsvoll Energiearbeit auch sein kann. Und genau darüber sprechen wir jetzt, wie viel Potenzial Energiearbeit hat. Mein heutiger Gast ist Heilpraktikerin und sie hat zahlreiche Weiterbildungen gemacht rund um das Thema Energiearbeit. Und sie hat durch ihre persönliche Geschichte selber erlebt, wie viel Potenzial Energiearbeit tatsächlich mit sich bringt. Und deswegen freue ich mich, sie jetzt hier zu begrüßen und mit ihr über dieses Thema zu sprechen. Hallo Ulrike Mönkemeller. Danke, dass ich hier sein darf. Es freut uns sehr, denn wir sprechen über ein spannendes Thema, und zwar Energiearbeit. Viele haben, glaube ich, schon davon gehört, aber gar nicht so viele Leute wissen eigentlich, was dahinter steckt. Es gibt ja auch viele Vorurteile und Ähnliches, deswegen räumen wir mal ein bisschen auf. Was ist denn eigentlich Energiearbeit? Wie definierst du das für dich? Ich definiere Energiearbeit so. Es gibt immer wieder Dinge, die die menschliche Lebensenergie blockieren. Und meine Arbeit mit den Methoden, die ich anwende, trägt dazu bei, diese Blockaden aufzulösen und den Menschen in eine lebendige Energie zu bringen. Und unter Energiearbeit verstehe ich vieles, was vielleicht andere Menschen gar nicht so unter Energiearbeit einordnen würden. Aber alles, was dazu beiträgt, die Lebensenergie ins Fließen zu bringen, nenne ich Energiearbeit. Das ist zum Beispiel Achtsamkeitstraining oder systemische Aufstellung oder auch die Energietechniken der Inka-Tradition. Und es gibt noch vieles mehr, was auch dazu beiträgt, die Lebensenergie ins Fließen zu bringen. Genau, auf ein paar davon kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch noch zu sprechen. Gerade Thema Inka können wir sicherlich noch besprechen, was sich dahinter verbirgt. Aber vielleicht zu Beginn, wie kamst du denn zu dem Thema? Das ist ja jetzt nichts, was man klassisch in der Schule irgendwie lernt, wo man Berührungspunkte hat meistens mit, sondern ja oft eben auf dem persönlichen Weg später in der ja außerschulischen Weiterentwicklung. Was war es bei dir, so der Berührungspunkt mit diesem Thema Energiearbeit? Also es gibt da verschiedene Berührungspunkte, welche die früher lagen, die mich zu der Entscheidung gebracht haben, Heilpraktikerin zu werden, und welche die später kamen und das Bestreben, damit zu arbeiten, dann noch intensiviert haben. Also was ich schon immer in meinem Leben erlebt habe, ist, dass Menschen zu mir kamen und meinen Rat gesucht haben und ich ihnen tatsächlich auch helfen konnte. Und damit schon, also wenn ich eben helfen konnte, Probleme zu lösen, habe ich ja auch schon Blockaden gelöst und Energie ins Fließen gebracht. Und das hat mich an einem Punkt, wo ich mit meinem Leben nicht so ganz glücklich war, weil der Beruf, den ich bis dahin ausgeführt hatte, mich nicht mehr befriedigt hat und weil auch der Kinderwunsch, den ich damals hatte, noch nicht in Erfüllung gehen konnte. Und da habe ich mich entschieden, in die Richtung Heilpraktiker zu gehen, also Heilpraktikerin zu werden und eben meine blockierten Energien auch zu lösen, um noch tiefer in diese Arbeit einzutauchen. Ja. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel, wie das aussieht, so eine Blockade zu lösen? Also, was hat man sich wirklich unter Energiearbeit vorzustellen, wenn man jetzt zum Beispiel ja mit dir oder auch einer anderen Person in so einer Sitzung ist und sagt: „Ja, irgendwie, ich komme an dem Punkt nicht weiter, ich fühle mich da blockiert.“ Ich glaube, so weit sind die meisten noch, dass sie das nachempfinden können, aber was genau passiert dann in so einer Sitzung, wenn das aufgelöst wird? Ich bin sehr feinfühlig für die Hintergründe von Blockaden. Also wenn ich mit Menschen spreche, nehme ich vieles neben den Worten wahr. Also ich kann hören, was die Menschen mir noch nicht erzählen können oder wollen.
und ich kann sehen, was sie mir noch nicht zeigen können oder wollen. Allein das ist schon ein guter Wegweiser, um eine Idee zu bekommen, wo könnte es eine Blockade geben. Und dann kann ich eben gezielte Fragen stellen, um mit demjenigen, der bei mir ist, herauszufinden, was ist es wirklich, was blockiert. Und ganz oft ist es so, dass Menschen immer wiederkehrende Themen haben. Zum Beispiel ein Chef, mit dem sie nicht klarkommen. Und dann haben sie schon 5-mal den Job gewechselt und es passiert immer wieder, dass sie mit dem Chef nicht klarkommen. Und das ist für mich ein ziemlich eindeutiges Indiz, dass da eine Blockade liegt. Und zum Beispiel die systemische Arbeit trägt sehr stark dazu bei, dass man auch Blockaden finden kann, indem man einfach ein System, eine Arbeitsgruppe, eine Familie, eine Schulklasse aufstellt und schaut, wo ist da die Ordnung durcheinander geraten. Und auf die Art und Weise kann man auch traumatische Erfahrungen herausfinden, die die Lebensenergie blockieren. Und auch mit der Achtsamkeitsarbeit, wenn man etwas erlebt hat, was die Energie blockiert, dann hängt es meistens auch mit unterdrückten Gefühlen zusammen. Und in der Achtsamkeitsarbeit kann ich die Menschen dorthin begleiten, ihre Gefühle zuzulassen und zu spüren. Und das trägt auch sehr, sehr stark dazu bei, Blockaden zu lösen, wenn man wieder fühlen kann. Ja, traumatische Erfahrungen, unterdrückte Gefühle, das sind ja auch, ja, Aspekte, die du selber auch erlebt hast. Wie hat sich das bei dir gezeigt? Also, dass da was ist, was du vielleicht auch einige Jahre verdrängt hast? Natürlich mit gutem Grund, wenn man so will, aber du hast das Ganze ja jetzt aufgearbeitet. Deswegen, vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal abholen, wie das bei dir persönlich war, als du diese Erfahrung gemacht hast. Also für mich war das um den Zeitpunkt auch, als ich entschieden habe, Heilpraktikerin zu werden, dass ich mich an Dinge erinnert habe, die bis dahin vollkommen aus meiner Erinnerung verschwunden waren. Ich war Ende 20 und wollte gerne Familie und Kinder haben, hatte schon lange Jahre meinen Partner und es klappte nicht und ich begann zu suchen. Was ist der Grund dafür? Und zu der Zeit arbeitete ich mit meinen Träumen und über die Träume fand ich heraus, dass ich als Kind wohl sexuellen Missbrauch erfahren haben muss. Und ich habe das mit den Träumen immer intensiver ergründet und als für mich klar war, ja, das muss so gewesen sein, habe ich den Kontakt, also das geschah auch mit meinem Vater und da habe ich den Kontakt zu meinem Vater gesucht und ihm einen Brief geschrieben, sehr sorgfältig und vorsichtig und gefragt, ob es sein kann, dass das, woran ich mich zu erinnern scheine, tatsächlich stattgefunden hat. Zu meinem Glück konnte mein Vater dazu stehen, was sehr viel zur Heilung beigetragen hat. Denn ab dem Moment konnte ich tatsächlich mich dem widmen, was in mir Schmerz und Wut und Schuld und alles Mögliche war und mich diesen Gefühlen hingeben. Ganz oft kommt es vor, dass die Täter sagen, nee, du spinnst, das gibt's nicht. Also, dass er dazu stehen konnte, hat mir tatsächlich viel geholfen, diese Blockierung aufzulösen. Auch wenn es trotz allem lange Zeit gedauert hat und auch nicht immer ein leichter Weg war. Aber auch ich habe mir da therapeutische Begleitung geholt und viel selbst gelesen und viel auch selber geschafft. Und ja, und diese Erfahrung, dass Traumatisierung blockieren kann und dass es möglich ist, diese Blockierung zu lösen und das traumatische Thema und die Gefühle, die damit zusammenhängen, zu heilen, hat mich auch darin bestärkt, anderen Menschen aus ihren Traumatisierungen herauszuhelfen. Also mein Beispiel oder meine Erfahrung steht nur als ein Beispiel für traumatische Erfahrungen. Und die Arbeit, die ich anbiete, ist für alle traumatischen Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass man etwas Gefühle unterdrückt und eine blockierte Lebensenergie hat. Ja, die Arbeit ist für alle diese Traumatisierungen hilfreich.
Absolut, ja, und auch sehr wichtige Arbeit, denn nicht jeder merkt das ja jetzt eben ja Ende 20, Anfang 30 schon, dass da was war und oft schleppen viele Leute das ja auch ihr Leben lang mit sich rum, bis dann irgendwann doch der Punkt auch viel später erst kommt, um das aufzuarbeiten. Da ist ja ganz viel Energie, die verloren geht, wenn man so möchte, also die zumindest nicht in die guten Dinge fließen kann, weil sie blockiert ist. Hast du so einen Tipp für Menschen, die halt merken, da ist irgendwas, was mich bedrückt, ja, also nicht nur bedrückt, sondern jetzt über Monate, Jahre eben irgendwie doch blockiert, sind wir wieder bei dem Wort. Was sind so die ersten Sachen, die man machen kann, vielleicht in der Selbstreflexion, um da ein bisschen dem Ganzen auf den Grund zu gehen? Du hast das Thema Träume angesprochen. Ich vermute, da gibt es aber wahrscheinlich auch noch andere Methoden, um dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen, bevor man sich vielleicht in Therapie oder in ein Coaching begibt. Wobei bei traumatischen Themen sind wir ja auf jeden Fall eher im Therapiebereich. Hast du da noch so einen Impuls? Also was auf jeden Fall hilfreich ist sich stille Momente zu gönnen. Meditation kann dazu hilfreich sein. Es kann aber auch sein, wenn die Traumatisierung schwer ist, dass dann auch die Meditation schwerfällt, weil man in Meditation in die Erinnerung kommen kann und es einem schwerfällt, dorthin zu gelangen. Man kann sich aber auch ganz langsam herantasten, indem man Gefühle, die nicht so gefährlich sind, einmal sich gestattet zu fühlen. Und das kann man ganz leicht machen, indem man sich zum Beispiel eine Kerze anzündet und seinen Blick auf die Kerze richtet, indem die Augen beschäftigt sind, der Geist auch fokussiert ist. Und dann ist es möglich, wenn der Geist, der oft den Überlebensmechanismus kreiert, der die Gefühle immer wieder unterdrückt, wenn der beschäftigt ist, dann wird es leichter, sich dem Gefühl zu widmen. Und wenn man jetzt mal im Alltäglichen beispielsweise eine Wut auf irgendjemanden hat, dann könnte man das mal trainieren, dann könnte man spüren, wo nehme ich die Wut in meinem Körper wahr, was macht sie da mit mir und währenddessen auf die Kerze schauen und sich auf den Atem auch ausrichten und nur beobachten, was geschieht, wenn diese Wut jetzt einmal da sein darf, nicht ausagiert werden muss und ich einfach atme und beobachte. Und vermutlich wird jeder dann sehr schnell merken, dass diese Wut sich irgendwann wie so eine Wolke in der Sonne auflöst. Das wäre mal eine kleine Vorübung, um sich langsam daran zu tasten, Gefühle, die unterdrückt sind, wieder zulassen zu können. Eine Wolke, die weiterzieht, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort und eine Überleitung zu dem Positiven. Also, warum macht man denn das ganze Energiemanagement, sich um seine Blockaden zu kümmern? Weil man natürlich danach eben viel freier unterwegs ist, wahrscheinlich auch mit mehr Leichtigkeit. Und ich erinnere mich zumindest an unser Vorgespräch, wo du von der Metapher des Schmetterlings auch gesprochen hast, und zwar die Verwandlung des Schmetterlings. Begleitest du Menschen auch darüber hinaus eben über diese Blockadenlösung oder ist es eben wirklich das dein Schwerpunkt? Wie würde es danach weitergehen, mit dir oder auch ohne dich? Ich habe ein Coaching entwickelt, was ich Metamorphose-Coaching nenne. Das geht über 12 Wochen. Und da gehe ich tatsächlich mit den Menschen durch die Phasen Raupe, Kokon und Schmetterling, jeweils für 4 Wochen. Und die Phase der Raupe betrachte ich als den Zustand des schläfrigen Bewusstseins. Das ist das Bewusstsein, wo man einfach seinen Alltag macht, vorwärts geht und oftmals das tut, was andere auch tun, weil man denkt, das muss ja gut sein, weil andere es auch tun. Und aber das Gefühl hat manchmal, war das schon alles? Und eine Raupe frisst und frisst und frisst, das ist ihr Tagwerk und die kommt nicht auf die Idee, dass es irgendetwas anderes geben könnte, als Raupe zu sein und zu fressen. Und ich glaube, manchen Menschen, die in einem schläfrigen Bewusstsein sich befinden, geht es ganz ähnlich. Dass sie denken, das ist halt mein Leben und da gibt's nichts anderes. Da gehe ich jetzt einfach Schritt für Schritt weiter. Bei der Raupe ist es aber so, dass sie irgendwann beginnt, sich zurückzuziehen und sich ihren Kokon zu bauen und sich da, sage ich jetzt mal, in einen geschützten Raum zu begeben. Und das ist die Kokon-Phase in meinem Metamorphose-Coaching. Und in dieser Phase, in diesem geschützten Raum, den ich biete mit meiner Arbeit, ist es möglich, eine neue Orientierung zu finden und eine neue Ausrichtung zu finden. In der Tierwelt ist es so, dass in dem Kokon praktisch eine Art Ursuppe entsteht, in der die gesamte DNA neu sortiert wird.
Und ganz ähnlich sehe ich auch die Phase des Kokon bei meinem Coaching. Da kann man einfach schauen, man kann sich das auch so vorstellen, man schmeißt das Haus zusammen, das man bisher bewohnt hat, das man bisher gebaut hat und schaut, welche Steine sind noch nutzbar für das Weitere und wo brauche ich neue Bausteine und welche kann ich rausschmeißen. Das ist so dieses Neuorientierung und die Neuausrichtung. Und wenn dann die Phase im Kokon vorbei ist, dann kommt die Entfaltung ins wache Bewusstsein und ins volle Potenzial der Kräfte und der Eigenschaften, die bei der Geburt angelegt wurden. Und beim Weg der Raupe zum Schmetterling ist es dann eben die Entfaltung in die volle Schönheit und auch in die Leichtigkeit. Eine Raupe ist immer irgendwo an einen Untergrund gebunden. Nicht unbedingt an den Boden, aber am Baum und Blatt. Also die kann sich nicht darüber erheben, aber der Schmetterling, der kann sich darüber erheben und in Leichtigkeit weitergehen. Und so sehe ich eben mein Metamorphose-Coaching. Und das ist auch so, dass man das nicht einmal macht und dann ist man fertig, sondern man kann das auch, weil im Laufe des Lebens und der Entwicklung stößt man immer wieder auf Themen, die jetzt auftauchen, die bisher noch nicht aufgetaucht waren. Und so kann man dieses Metamorphose-Coaching im Prinzip immer wieder neu für neue Themen machen und in diesen neuen Themen immer wieder von der Raupe über den Kokon in den Schmetterling gehen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch, dass man dieses Coaching, das Intensive zum Einstieg macht und hinterher dann einfach auch noch Einzelstunden bei mir buchen kann. Sehr schön. Und innerhalb dieses Programms arbeitest du dann mit den verschiedenen Techniken, die du eben zum Beispiel auch angesprochen hast. Also zum Beispiel dieser Inka-Technik, die ist mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben. Genau, also ich wende da sehr intensiv die Aufstellungen an, die Achtsamkeitsarbeit und die Energietechniken der Inka-Tradition. Aber wenn es sich während der Arbeit zeigt, dass auch noch andere Methoden, die ich eben bedienen kann, wertvoll sind, dann kommen die auch zu tragen. Zum Beispiel auch Bachblüten sind sehr kraftvolle Helfer auf dem Wandlungsweg. Machst du das Ganze auch online oder nur in Präsenz? Ich mache das online und in Präsenz. Genau, das habe ich festgestellt, dass das sehr gut funktioniert und darüber freue ich mich, dass es sowohl als auch möglich ist. Was steckt denn hinter den Bachblüten? Weil da denke ich jetzt gerade an einen Bach und an irgendwelche Blüten, was sehr nach Präsenz klingt. Vielleicht holst du uns da mal kurz zu ab, was dahinter steckt. Die Bachblüten hat ein englischer Arzt entdeckt, der hieß Edward Bach. Und der war eigentlich Chirurg, hat aber auch mit Homöopathie gearbeitet und das waren aber alles Methoden, die sich die arme Bevölkerung nicht leisten konnte. Und er wollte etwas finden, was er auch den ärmeren Menschen anbieten konnte. Und es war ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Und er ging eben in Kneipen an Orte, wo die Ärmeren gelebt haben und hat die beobachtet und hat herausgefunden, mit welchen Gefühlszuständen haben die zu kämpfen. Und dann ist er mit diesem, was er in sich fühlen konnte, an diesen Gefühlszuständen, ist er in die Natur gegangen und hat gesagt, was gibt es da als Pendant dazu? Welche Pflanzen könnten diesen Gefühlszustand beheben? Und so sind eben 38 Bachblüten entstanden, die für verschiedene Gemütszustände hilfreich sind. Und weil eben auch die Arbeit, die ich tue, viel mit dem Gefühlsbereich zu tun hat, unterstützen die Bachblüten sehr gut dabei. Und ich sage immer, also das arbeitet praktisch im seelischen Bereich. Und ich sage immer, wenn die Seele gesund ist, dann ist auch der Körper gesund. Definitiv. Hast du so ein konkretes Beispiel? Also ich weiß nicht, Zustand, Ungeduld oder weiß nicht, Ärger oder ähnliches. Was wäre da so ein Pendant in der Natur zu? Also was ich grundsätzlich sagen kann, ist, es gibt eine Mischung von Blüten, die für Angstzustände sind. Das sind die Notfalltropfen, die Rescue-Tropfen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Angststörungen hat, dann ist es hilfreich, erstmal, bevor man anfängt, in die Tiefe zu gehen und zu schauen, womit hängen diese Ängste zusammen, diese Mischung zu nehmen. Ich glaube, es sind 5 verschiedene Blüten, die auf Ängste, auf verschiedenste Ängste einwirken können. Da ist es hilfreich
zum Beispiel. Oder auch, wenn Kinder jetzt irgendwie was Erschreckendes erlebt haben oder gestürzt sind und sich verletzt haben, auch da sind die Bachblüten so als Ersthelfer ganz prima, um die Seele erstmal wieder zu beruhigen und runterzubringen. Sehr schön. Dann schon mal danke für die Einblicke in die Bachblüten. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Werde ich selber auch nochmal recherchieren. Finde ich echt faszinierend. Hast du vielleicht noch so ein Beispiel für so eine zweite Methode? Wir hatten es eingangs ja auch schon von der Inka-Technik, deswegen lass uns gerne da nochmal kurz drüber sprechen, was sich hinter der Inka-Methode oder Technik verbirgt. Ja, also an der Inka-Technik oder an der Inka-Arbeit fasziniert mich persönlich diese Einfachheit. Es ist kein großes Brimborium. In der Inka-Tradition geht man oder ja, sagt man, es gibt nicht positiv und negativ, es gibt einfach nur schwere und leichte Energien, die wir Kraft unserer Absicht von A nach B bewegen können. Und nur der Mensch hat die Fähigkeit, durch die Fähigkeit, komplex zu denken, schwere Energie zu erzeugen. Alles, was Natur ist, selbst schwere Felsbrocken, sind leichte Energie. Und natürlich ist die Fähigkeit, komplex zu denken, auch eine große Unterstützung für uns, weil wir dadurch als Menschen große Fortschritte machen können. Aber es gibt auch die Zustände, wo man eben dauernd im Kopf ist und im Kreis rumdenkt und eben auch, wie soll ich sagen, destruktiv denkt oftmals statt konstruktiv. Und das schafft schwere Energien, die unsere Lebensenergie blockieren. Und die Energietechniken der Inka-Tradition tragen unter anderem dazu bei, die schweren Energien an Mutter Erde abzugeben und sich kraftvolle Energien von dort zu holen, die das Leben unterstützen. Und ich arbeite jetzt seit 13 Jahren damit und ich kann sagen, in diesen 13 Jahren ist mein Leben tatsächlich wesentlich leichter geworden. Und das möchte ich einfach gerne weitergeben. Und das sind Techniken, die wirklich jeder blitzschnell erlernen kann, jetzt speziell die Grundtechniken auch, und mit denen man einfach viele alltägliche Situationen verändern kann, ohne dass irgendjemand merkt, dass ich mich jetzt mit diesen Techniken beschäftige. Ich empfehle am Anfang sehr gerne, die Techniken mit geschlossenen Augen zu üben, damit man spürt, was passiert in meinem Körper damit. Aber ich kann überall mit diesen Techniken arbeiten, zum Beispiel wenn man an der Kasse steht, lange Schlange, Kassiererin genervt und es ist einfach eine blöde Stimmung und man muss da aber irgendwie durch. Da kann ich die Übungen anwenden und die schwere Energie ableiten. Und manchmal kommt es dann vor, dass eben alle Menschen in dieser Schlange dann ein bisschen leichter werden und vielleicht eben nicht rummeckern, sondern freundliche Worte für die Kassiererin haben und die am Ende dann auch noch lächeln kann. Das sind einfach so ganz leichte, alltägliche Möglichkeiten, wo ich die Techniken anwenden kann, nicht nur für mich selber, sondern auch für mein Umfeld. Jetzt weiß ich auch, dass du eine Möglichkeit hast, um diese Techniken, die Inka-Techniken ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht magst du da noch kurz einen Satz spendieren. Ich weiß, dass du einen Kurs hast, aber was genau beinhaltet dieser Kurs? Ja, ich habe einen Grundkurs, wo man die 3 Grundtechniken lernen kann. Den nenne ich inneren Frieden und Leichtigkeit erschaffen mit der Inka-Tradition. Den biete ich jetzt auch für Zuschauer dieses Podcasts mit einem Link kostenlos an. Normalerweise kostet der Kurs was, aber jetzt hier für die Menschen, die sich hier eingefunden haben, biete ich das jetzt auch als kostenlosen Einsteigerkurs ein. Das dauert 1 Stunde, anderthalb Stunden, genau, am Abend und das findet einmal im Monat statt. Ich habe auch dafür eine Website, den Kokon Mönkemöller, wo die Kurse alle aufgeführt sind. Ja, perfekt. Dann schon mal vielen lieben Dank dafür, für das Geschenk an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet auf jeden Fall den Link und den Code unter diesem Video. Schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung rein und meldet euch dann darüber bei Ulrike, wenn ihr Interesse habt, einfach diese Techniken mal kennenzulernen. Dann, liebe Ulrike, wir kommen tatsächlich langsam schon zum Ende. Schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke in deine Arbeit. Super vielfältig. Ich glaube, das sind auch Methoden, die viele noch nie gehört haben. Also zumindest war für mich einiges dabei und Aufstellungsarbeit kenne ich aus meiner eigenen Ausbildung, aber doch noch ein paar Aspekte, die für mich auch neu waren. Insofern super spannend. Und wir kommen dann damit auch schon zu den Abschlussfragen des Podcasts. Du darfst jetzt noch ein paar Sätze vollenden. Bist du bereit dafür? Ja.
Sehr schön. Dann, wir fangen mal mit etwas an, was du ganz gut aus deiner Arbeit kennst. Deswegen, Energiearbeit bedeutet für mich. Leichtigkeit im Leben erlangen. Sehr schön. Der zweite Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Das freizusetzen, was bei meiner Geburt in mir angelegt wurde. Interessant. Der dritte Satz lautet, wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, ja, all das, was ich in mir finde, umsetzen und weitergeben, ins Leben tragen, das, ja, meine Schätze ins Leben tragen, damit andere daran teilhaben können. Das ist für mich Erfolg. Sehr schön. Und der letzte Satz, und du hast das Wort gerade schon verwendet, deswegen kommt das jetzt hier auch nochmal, Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich ständige Wandlung, Wachstum, Abenteuer und Lebensfreude. Damit sind wir wieder beim Schmetterling, wenn man so will. Wandlung, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Ulrike, dass du da warst, für deine ganzen Einblicke, auch für die Vollendung dieser Sätze. Ich finde das immer ultra spannend, einfach zu sehen, was das für jeden bedeutet. Es gibt ja kein richtig und kein falsch, aber es ist ja trotzdem eine ganz coole Selbstreflexionsübung. Insofern auch da die Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Überleg gerne mal, was das Ganze für dich bedeutet, ob jetzt Leben, Erfolg oder Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Energiearbeit, meldet euch sehr gerne bei Ulrike. Man findet dich unter anderem auch auf LinkedIn, natürlich auf deiner Webseite. Die ganzen Links dazu findet ihr auch unter diesem Video. Insofern schaut da gerne mal rein und meldet euch gerne bei Ulrike. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, abonniert gerne den Podcast und dann sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Folge Erfolgsgeflüster. Mach's gut und bis dann.